Ja, moin zusammen. Heute bemalen wir mal den Zwerg von HeroQuest aus der Aufbruchsbox. Ja, ich habe ihn schon schwarz grundiert und weiß trocken gebürstet. Diesmal werde ich schauen, wie schnell ich das hinkriege tatsächlich und dementsprechend auch Speedpaints benutzen. Hier zum Beispiel benutze ich Speedpaint Lila für die Robe des Zwergs. So, die Robe haben wir jetzt fertig. Und ja, ist jetzt sehr, sehr dunkel geworden tatsächlich. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Speedpaint genommen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich hinterher vorhabe, mit Acryl die Details rauszuarbeiten. Also ich nehme hier bei diesem Modell tatsächlich die Speedpaints nur, ich sag mal, für die Grundfarben, also sprich alles, was unten liegt. Und dann wird mit Acryl nachgearbeitet. Zum Beispiel werde ich jetzt als nächstes die Haut bemalen. Und da habe ich ganz einfach stinknormale Barbarian Flash genommen. Also sprich das Acryl. Weil ich gesagt habe, ja, da musst du kein Speedpaint drauf machen. Ich finde immer Haut mit Speedpaint, ja, kann geil aussehen. Muss aber leider nicht, immer. Und dementsprechend habe ich gesagt, ja, hier machst du dann mal eine schöne Mischung wieder mal zwischen Speedpaint, Wash und Acryl. So, und hier nehme ich jetzt einfach Barbarian Flash und beginne damit, die Haut des Zwerges zu bemalen. So, den haben wir jetzt auch soweit. Bisschen Frickelsarbeit war oben am Helm. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob der Nasenschutz hat oder ob das einfach seine Knollennase ist. Muss ich mir nachher noch mal in Ruhe anschauen. Als nächstes habe ich vor, den Bart und die Haare zu machen. Das werde ich einfach mit einem Weiß machen. Tatsächlich. Ja. Und dann werde ich schauen, dass... Hallo Handy. Also, wo war ich? Ach ja, genau. Den Bart male ich einfach mit einem weißen Acryl. Muss ein bisschen aufpassen. Der hat so viele, ich sag mal, Bänder und Schlaufen und so immer. Oder Lederbänder und Ringe oder sowas. Und ja, also den bemale ich jetzt halt komplett weiß, den Bart. Und wir werden dann hinterher mit Wash oder Speedpaint mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man, ich sag mal, so graue Strähnen reinkriegen kann, wenn man zum Beispiel jetzt da mit einem, ja, weiß ich nicht, gelben Speedpaint vorsichtig drüber geht. Ne? Also nicht zu viel Farbe, sondern wirklich nur so ein bisschen. Und dann, dass man da vielleicht ein bisschen Strähnen reinkriegt oder vielleicht mit Strong Tone oder New Oil. Ja, wie gesagt, das probiere ich gleich aus. Und die Haare werden natürlich auch grau. So, jetzt haben wir die Haare fertig. Jetzt nehme ich mir eine Mischung aus Speed Paint Yellow und Greedy Gold, war das, glaube ich. Nee, Polished Gold. Und damit machen wir zum Beispiel die Ringe im Bart und hier oben in den Haaren. Vorsichtig. Und am Ende des Videos werde ich euch natürlich sagen, wie lange ich insgesamt für diesen Zwerg gebraucht habe. Spoiler, es war nicht so lange, wie man glaubt. Ja, so, jetzt habe ich alles Gold gemalt, was Gold werden sollte. Leider zu spät gesehen, ich war zu schnell. Ich habe auch einfach mit Boltgun Metal schon mal die Axt, also das Axtblatt gemacht und den Außenkreis, sag ich mal, vom Schild. Jetzt nehme ich mir das Lila in Acryl und ziehe hier vorsichtig, ich glaube, man nennt das Borde, die Borde nach von der Tunika, damit die halt ein bisschen heller ist, weil ihr seht, dass ja, Speedpaint Lila ist sehr, sehr dunkel geworden. Da muss ich auf jeden Fall noch nacharbeiten. Aber hey, Fehler passieren. Man lernt draus, ist nicht schlimm. Mein Opa sagte immer, wenn einmal einen Fehler machst, ist nicht schlimm. Wenn du das zweite Mal denselben Fehler machst,
Lernst du hoffentlich draus. Wenn du das zum 3. Mal machst, dann bist du einfach nur dumm. Hat mein Opa immer gesagt. Nun gut. Aber wie gesagt, ich versuche den so ein bisschen zu bemalen, wie er auf der neuen Box drauf ist. Und da hat der liebe Zwerg tatsächlich eine lila Tunika an. Oder, ja, lila Armschienen etc. Also der scheint ziemlich lila zu sein. Was ich aber nicht schlimm finde. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und deswegen habe ich den Zwerg mal so gemacht. Ne? Lange Rede, kurzer Unsinn. Weiter geht's. Ja, jetzt habe ich die Borde fertig und habe jetzt schon angefangen, ihr könnt das sehen, etwas oberhalb meines Pinsels gerade, habe ich angefangen mit dem Acryl die Details der Tunika schon zu machen. Also sprich, die höheren Stellen habe ich damit einfach vorsichtig nachgezogen. Und da das sogar theoretisch derselbe Lila-Ton sein sollte, passt das natürlich jetzt sehr gut. Jetzt nehme ich mir hier noch ein bisschen Silber für die Armschienen. Mache die noch ein bisschen fertig. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen können. Vielleicht das Schild. Mal schauen. So, als nächstes nehme ich mir von Speedpaint Hardened Leather und werde damit die Schuhe machen und das Schild und natürlich auch sowas wie Gürtel oder den Axtgriff, denn ich gehe davon aus, dass der Axtgriff einfach aus Holz ist. Und zwar Hardened Leather deswegen, weil ich eine passende Farbe in Braun habe, die man hinterher benutzen kann für die Details und das sieht einfach supi aus. Deswegen nehme ich sehr gerne Hardened Leather. Ich mag auch dieses Darkwood Speedpaint nicht. Ich glaube, das heißt Darkwood. Das ist so ein ganz dunkles Braun. Das ist mir zu dunkel. Das ist schon fast schwarz. Kann man mal benutzen für Details oder so, aber ich finde für Schuhe, dann haben die so schwarze Blöcke einfach nur an den Füßen. Das sieht immer doof aus. Und da mag ich das Hardened Leather. Damit kann man super arbeiten. Und deswegen. So, jetzt haben wir Teile des Schildes, der Schuhe, des Fells. Ich nehme jetzt hier gerade noch die Armschienen in Angriff, denn die Armschienen scheinen unten ja Fell oder Leder zu haben und dann mit Metallplatten verstärkt zu sein. Da muss man vorsichtig mit sein. Aber das ist ja alles gar kein Problem. Ne? Beim Schild habe ich ein bisschen mehr Farbe genommen, damit das ein bisschen dunkler wird, aber halt nicht so dunkel wie das Darkwood Brown. Ne? Als nächstes werde ich mir jetzt den Strong Tone, das ist ein Wash, auch von Army Painter, Strong Tone nehmen. Oder nehme ich lieber Braunton? Nee, ja, den Strongton. Ich nehme den Strongton. Dann kann der ruhig ein bisschen dunkler werden. Damit gehe ich erstmal über die Metallteile, damit dieses Schwarz oder dieses Dunkle in die Fugen läuft. Und das Metall nicht mehr so super poliert aussieht. Weil ich sag mal so, wenn man Metall anhat und damit durch Dungeon kriecht und weiß ich nicht was, wird der auch nicht mehr sauber sein, ne? Ja, und wie gesagt, da mache ich jetzt die Armschienen mit und die Axt mit und auch die Haare und den Bart. Mal schauen, wie das aussieht. So, das haben wir. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich finde, die Haare sind ziemlich cool geworden durch den Strongtone. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen die Details der Arme nach, um ein bisschen Schattierung schon mal rauszukriegen. Und dann werde ich natürlich als nächstes mit einem Flash Wash drüber gehen. Und wenn das getrocknet ist, kommt da noch mal eine dünne Schicht. Dafür empfehle ich immer Nasspaletten. Eine dünne Schicht Haut drüber, also auf die hohen Stellen der Arme, also oben auf den Schultern, bei den Muskeln, dass die
dunkleren Stellen halt unten sind und die helleren oben, wie ich schon so oft gesagt habe. Und ja, dann schauen wir mal, wie er hinterher aussieht, ne? Ja, jetzt mache ich hier noch ein paar Details. Ihr seht, die Haut ist natürlich ein bisschen nachgedunkelt durch das Flash Wash. Und was ich festgestellt habe, jetzt gerade beim Malen, das ist tatsächlich ein Nasenschutz, aber der geht nur, ich sag mal, bis vorne zur Nasenspitze bei dem Zwerg. Der hat nämlich tatsächlich eine Nase, die ein bisschen rausguckt. Unter diesem Gesichtsschutz, was auch immer das sein soll. Sieht zwar ganz cool aus, wie so eine Superheldenmaske, aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich früher benutzt wurde in der Art. Ja. Ich mache jetzt hier noch ein paar Details und dann schauen wir uns nochmal die Haut an. So, jetzt sind wir bei der Haut und wie ihr seht, ich mache gerade zum Beispiel dieses Knie, die oberen Stellen vom Knie hell. Hier vorsichtig gehe ich ein paar Muskeln nach, oben auf der Schulter mache ich auch heller. Also ich stelle mir immer vor, dass das Licht mehr oder weniger von oben kommt. Das ist relativ simpel und ich sag mal, je nachdem, wofür man die Miniaturen benutzt, wenn das zum Beispiel auf einem Tabletop-Schlachtfeld ein Anführer sein soll oder ein Captain oder so, da wird halt Licht von oben hauptsächlich kommen. Deswegen kann man das immer ganz gut nutzen. Aber ihr seht hier am linken Arm zum Beispiel auch, Schulter oben hell, dann kommt eine dunkle Einbuchtung und dann wieder ein bisschen hell. Und darauf müsst ihr halt achten. Das könnt ihr halt auch, das nächste Video wird ein Varg Orc Boss, den ich bemalt habe. Und das könnt ihr mit allen Farben machen, also auch mit dem Grün der Orks. Ja, dann nehmt ihr auch ein dunkles Grün oder und dann ein helleres darüber. Ja, das ist alles machbar. So, jetzt ziehe ich hier noch mal ein bisschen das Silber nach von der Axt, weil ein paar Kanten und Details rausarbeiten. Da halt dieser Strong Tone das Ganze doch ein bisschen dunkler gemacht hat als geplant. Aber ja, Fehler passieren. Die Haare, die hatte ich ja auch weiß gehabt und dann mit Strong Tone drüber. Da habe ich die Details rausgeholt, indem ich einfach mit Stone Grey ein wenig die Details rausgeholt habe halt. Und ja, dann ist die Figur eigentlich gleich fast schon fertig. Ja, hier bessere ich jetzt noch ein bisschen das Base aus. Ihr seht, ich habe da einfach mal ein paar schwarze Linien für Fliesen drauf gemalt. Ist halt eine Hero Quest Figur. Und jetzt mache ich den Rand noch schwarz. Und dann ist der Kleine tatsächlich fertig. Und wie so oft hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr noch irgendwie Tipps oder Tricks für mich habt, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen aus den Figuren. Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ich sie beantworten kann, dann werde ich sie beantworten. Schaut auch gerne bei mir auf dem Discord vorbei. Da sind ein paar super nette Leute bei, mit denen man auch quatschen kann, malen kann, Bilder austauschen kann. Und falls ihr Interesse daran habt, dass ich mal zeige, was im Discord an Bildern reingestellt wird, wie geil manche Leute aus meiner Community tatsächlich malen können, dann lasst mich das auch bitte gerne in die Kommentare wissen. Und ja, wenn ihr das gerne sehen möchtet, dass wir uns mal einfach angucken, was so die anderen aus der Community machen, dann würde ich da einfach mal im Discord nachfragen, ob die damit ein Problem haben. Und wenn die damit kein Problem haben, können wir gerne mal ein Video machen, wo wir das ein bisschen besprechen, uns angucken. So, mein Zwerg ist jetzt fertig. Da muss jetzt nur noch ein paar Sachen ausgebessert werden, wo halt der Halter war. Aber im Großen und Ganzen ist er fertig. Muss noch Vanish-Spray drüber und dann war's das. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Bedanke mich wie immer an alle Kanalmitglieder und an die ganze super Community. Und am Samstag gibt es wieder ein neues Musikvideo. Da schreit ihr ja komischerweise nach. Freut mich, dass es euch gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, was auch immer ich male. Bye, bye.